Ich bin Tobias Trübenbacher, ich bin Produktdesigner und arbeite derzeit bei Konstantin Geritschitsch Design hier in Berlin in der Kurfürstenstraße und daneben auch weiter an meinen eigenen Designprojekten. Und da habe ich so ein bisschen einen Fokus entwickelt auf Themen der Nachhaltigkeit und Social Design. Also bisher ist mein Berufsleben ja noch nicht allzu lang und daher ist tatsächlich das Projekt, was mich am meisten beschäftigt und was bisher am erfolgreichsten war, tatsächlich meine Bachelorarbeit aus meinem Studium an der Universität der Künste in Berlin. Und so habe ich dort die Straßenlaterne Papilio entwickelt, die zum einen Lichtverschmutzung reduziert und zum anderen die komplette Energie, die benötigt zur Beleuchtung, selbst erzeugt, klimaneutral durch ein integriertes Windrad. Und das war zu meiner großen Überraschung und zu meiner sehr großen Freude, hat das eigentlich ab dem Moment der Veröffentlichung ein riesiges internationales mediales Echo hervorgerufen und ganz viele Leute haben sich dafür interessiert und waren begeistert. Und so ist so ein total spannender Prozess jetzt gestartet, wo ich mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus den verschiedensten Professionen weiter das Projekt entwickle, diskutiere, so weit, dass es jetzt tatsächlich untersucht wird hin zu einer Serienproduktion. Und da es so ein super komplexes Projekt ist, wo ja ganz viel aufeinander trifft, also Design, Technologie, sowohl Windkraft als auch Lichttechnik, ist das ein sehr langer, mitunter auch steiniger Weg, der gerade erst wahrscheinlich gestartet hat, aber wo ich jeden Tag auch total viel lerne, mit ganz vielen spannenden Leuten zusammenkomme und der mir super viel Spaß macht. Ein anderes Projekt, das in eine ganz ähnliche Richtung abgezielt hat, auch auf dieser Schnittstelle zwischen Energie und Licht, war mein Projekt Ignis, wo ich eine Leuchte entwickelt habe für Orte ohne Zugang zu Strom, die allein durch die Hitze von Flammen Strom generiert und diesen speichert, um ihn dann zu beliebiger Zeit später in Form von elektrischem Licht wieder abzugeben. Und Hintergrund dabei ist eigentlich, dass immer noch ca. 1,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu Strom haben. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich, aber eins verbindet all diese Menschen und Situationen, nämlich Feuer. Also wenn immer Menschen keinen Zugang zu Strom haben, verwenden sie eigentlich Feuer zum Kochen, zum Heizen, wenn das nötig ist, oder um die Dunkelheit zumindest mit ein paar Kerzenflammen zu erhellen. Und so kann man nun das Produkt Ignis einfach auf eine heiße Herdplatte stellen, zum Beispiel während dem Kochen, und dadurch Strom generieren und den dann später nachts in Form von elektrischem Licht wieder abgeben. Ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich sagen, dass ich gerne im noch größeren Maßstab Dinge gestalten bzw. umgestalten wollen würde, weg von dem eigentlich diesem Schubladendenken, dass Produktdesigner immer Produkte designen, hin zu einem, dass wir eigentlich ja vor allem weniger brauchen von allem, also auch weniger Produkte, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Energieverbrauch und so weiter. Und daher fände ich es ganz toll, so ein universaler in Interaktion mit anderen Professionen, anderen Menschen, so einen Schritt zurückgehen und eigentlich so die ganzen Prozesse und die ganzen Systeme, in denen wir gerade so verfangen sind, umzugestalten und dafür neue, innovative Ideen zu entwickeln. Mit dem IDZ verbindet mich tatsächlich eine ganz tolle Auszeichnung von dem IDZ im Rahmen der German Design Graduates, wo ich eine Mitgliedschaft gewonnen habe, sozusagen für meine Abschlussarbeit. Und seitdem bin ich begeistertes Mitglied beim IDZ, war bei vielen Veranstaltungen schon dabei, habe interessante Leute kennengelernt und der Startimpuls dafür sozusagen war aber
German Design Graduates im Kunstgewerbemuseum und dann auch eine Präsentation von meiner Abschlussarbeit für alle Mitglieder und Mitgliederinnen des IDZ. Ja, total spannend finde ich eigentlich gerade Entwicklungen und Tendenzen, wo sich wieder verschiedenste Menschen zusammentun und zusammenschließen. Deswegen finde ich die Initiative New European Bauhaus gerade total inspirierend und spannend und auch ermutigend, wo wirklich diese Kraft und die Innovationskraft von Gestaltung und Design entdeckt wird als tatsächlich Transformationskraft für all die Probleme, vor denen wir gerade stehen und wo, glaube ich, gerade was ganz Großes, ganz Tolles im Entstehen ist, mit vielen Festivals und Initiativen und auch plötzlich ganz viel Geld erstmals für solcherlei Projekte. Und ich glaube, dass wir da gerade erst am Anfang sind von dieser Initiative, aber dass da ganz viel Tolles dabei rumkommt und ich bin ganz gespannt, wie es sich in den kommenden Jahren entwickelt.